Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Ich bin Felix, euer Gastgeber, und heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema: wie man in schwierigen Zeiten motiviert bleibt. Gerade in Zeiten, in denen alles ein bisschen herausfordernd wirkt, ist es oft schwierig, motiviert zu bleiben. Aber keine Sorge, heute habe ich meine wunderbare Co-Moderatorin Lisa hier, die uns einige wertvolle Tipps geben wird. Hallo Lisa. Hallo Felix, hallo zusammen. Ich freue mich wirklich sehr auf das heutige Thema. Motivation ist ja so ein Schlüssel, um trotz Schwierigkeiten voranzukommen. Ich hoffe, ich kann euch heute ein paar nützliche Tipps geben, die ihr direkt anwenden könnt. Super, Lisa. Motivation ist ja wirklich etwas, das uns oft durch schwierige Zeiten rettet. Aber vielleicht könnten wir damit anfangen, was überhaupt gemeint ist, wenn wir von schwierigen Zeiten sprechen. Kannst du das ein bisschen erklären? Na klar, Felix. Schwierige Zeiten bedeutet im Grunde Momente oder Phasen in unserem Leben, in denen wir uns überfordert, gestresst oder einfach nicht in unserer besten Form fühlen. Das können zum Beispiel finanzielle Probleme, Konflikte in der Familie oder Schwierigkeiten im Job sein. Wir alle kennen solche Situationen, oder? Absolut, Lisa. Und gerade in diesen Zeiten fällt es uns oft schwer, uns zu motivieren. Das Wort motivieren kommt ja von Motivation, also dem inneren Antrieb, etwas zu tun. Wie können wir diesen Antrieb denn in schweren Momenten wiederfinden? Das ist eine gute Frage, Felix. Ein wichtiger Tipp ist, sich selbst realistische Ziele zu setzen. Oft verlieren wir die Motivation, weil wir uns zu große Ziele vornehmen und dann frustriert sind, wenn wir sie nicht sofort erreichen. Zum Beispiel, statt zu sagen, ich will in einer Woche 5 Kilo abnehmen, könnte man sagen, ich möchte diese Woche 3-mal Sport machen. Das ist einfacher und machbarer. Ah, verstehe. Also kleine Schritte, die erreichbar sind. So hat man auch immer wieder kleine Erfolgserlebnisse, richtig? Genau, Felix. Diese kleinen Erfolgserlebnisse helfen uns dabei, motiviert zu bleiben, weil sie uns zeigen, dass wir Fortschritte machen. Das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt: sich für Erfolge zu belohnen. Das muss nichts Großes sein, vielleicht ein gutes Essen oder ein entspanntes Bad nach einem anstrengenden Tag. Wichtig ist, dass wir uns für unsere Anstrengungen anerkennen. Das klingt sehr gut, Lisa. Das ist ja so eine Art positive Verstärkung, oder? Also, man belohnt sich selbst, damit man weiterhin motiviert bleibt. Ganz genau, Felix. Positive Verstärkung bedeutet, dass wir unser Gehirn trainieren, das Gute in unseren Handlungen zu sehen. So fühlen wir uns nicht nur besser, sondern wir steigern auch unsere Motivation. Und das hilft uns besonders in schwierigen Zeiten, am Ball zu bleiben. Klasse. Jetzt mal eine andere Frage. Was ist, wenn ich mich einfach überhaupt nicht motivieren kann? Gibt es Tricks, um sich selbst aus diesem Tief zu holen? Das kennen wir alle, Felix. In solchen Momenten kann es helfen, die Perspektive zu wechseln. Oft sehen wir nur das Problem vor uns und können keinen Ausweg erkennen. Hier kann es hilfreich sein, mit jemandem darüber zu sprechen oder einfach mal aufzuschreiben, was genau uns belastet. Manchmal sieht ein Problem auf Papier schon viel kleiner aus. Oder hast du vielleicht auch eine Strategie, Felix? Ja, definitiv. Was mir oft hilft, ist Bewegung. Also einfach rausgehen, einen Spaziergang machen oder ein bisschen Sport treiben. Das bringt meinen Kopf wieder in Schwung und gibt mir neue Energie. Ich glaube, da gibt es sogar wissenschaftliche Erklärungen, oder? Ganz genau, Felix. Bewegung sorgt dafür, dass Endorphine, also sogenannte Glückshormone, ausgeschüttet werden. Das hebt unsere Stimmung und gibt uns wieder mehr Energie, um uns Herausforderungen zu stellen. Außerdem verbessert es die Konzentration, was uns hilft, Aufgaben besser zu erledigen. Also, liebe Zuhörer, das heißt, rausgehen, frische Luft schnappen, vielleicht eine kleine Runde joggen oder einfach einen Spaziergang machen, das hilft, wenn man in einem Motivationsloch steckt. Jetzt bin ich neugierig, Lisa, was können wir noch tun, um die Motivation hochzuhalten? Ein weiterer Tipp, Felix, ist das sogenannte Visualisieren. Das bedeutet, sich vorzustellen, wie man sein Ziel erreicht hat. Wenn wir ein klares Bild vor Augen haben, wie wir erfolgreich sind, hilft uns das, motiviert zu bleiben. Zum Beispiel, stell dir vor, wie stolz du dich fühlen wirst, wenn du eine schwierige Prüfung bestanden hast.
Diese Vorstellung kann oft schon genügen, um uns einen extra Motivationsschub zu geben. Oh ja, ich glaube, das funktioniert wirklich. Ich habe das schon mal vor einem wichtigen Meeting gemacht und es hat mir geholfen, weniger nervös zu sein und positiver reinzugehen. Und wenn wir gerade von Nervosität sprechen, was ist mit der Angst zu versagen? Wie bleibt man motiviert, wenn man einfach nur Angst hat zu scheitern? Das ist eine gute Frage, Felix. Angst vor dem Versagen ist etwas, das viele von uns haben. Wichtig ist es, die Angst nicht zu verdrängen, sondern sie anzuerkennen. Man kann sich auch fragen, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Oft stellt man fest, dass das, wovor man Angst hat, gar nicht so schlimm ist. Und selbst wenn wir scheitern, können wir daraus lernen. Fehler sind ein Teil des Lebens und sie helfen uns zu wachsen. Also so eine Art Fehler sind unsere Lehrer, richtig? Klingt gut, Lisa. Es ist immer einfacher, motiviert zu bleiben, wenn man die Angst nicht als Hindernis sieht, sondern als Chance zu lernen. Genau, Felix. Und es gibt noch etwas, was hilft, sich auf das Positive zu konzentrieren. Gerade in schwierigen Zeiten tendieren wir dazu, nur das Negative zu sehen. Aber wenn wir bewusst versuchen, jeden Tag etwas Gutes zu finden, und sei es nur eine Kleinigkeit, dann hilft das enorm. Ein gutes Wort dafür ist Dankbarkeit. Wenn wir dankbar sind für das, was wir haben, hilft uns das, motiviert zu bleiben. Dankbarkeit ist wirklich ein kraftvolles Werkzeug. Ich habe mal gelesen, dass Menschen, die täglich 3 Dinge aufschreiben, für die sie dankbar sind, sich langfristig glücklicher und motivierter fühlen. Hast du das auch schon mal ausprobiert, Lisa? Ja, Felix, das mache ich sogar regelmäßig. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel sich ändert, wenn man seine Perspektive anpasst. Es hilft dabei, nicht nur das Negative zu sehen, sondern auch die kleinen, schönen Dinge im Alltag. Das klingt wirklich inspirierend, Lisa. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute einige dieser Tipps ausprobieren können, um motiviert zu bleiben, egal wie schwierig die Zeiten sind. Was denkst du, Lisa? Haben wir noch einen letzten motivierenden Gedanken zum Abschluss? Ja, Felix, ich möchte allen sagen, seid geduldig mit euch selbst. Es ist völlig normal, sich manchmal unmotiviert zu fühlen. Wichtig ist, dass ihr wieder aufsteht und weitermacht. Jeder kleine Schritt zählt und ihr seid nicht allein. Vielen Dank, Lisa, das war ein wirklich tolles Gespräch. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute etwas für sich mitnehmen konnten. Und bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch kurz einen Ausblick auf unsere nächste Episode geben. Das nächste Mal sprechen wir über die Psychologie des Erfolgs. Was zeichnet Spitzenreiter aus? Es wird eine spannende Diskussion und wir werden viele interessante und unterschiedliche Vokabeln kennenlernen, um euer Deutsch weiter zu verbessern. Also, bleibt dran! Oh ja, das wird spannend. Ich freue mich schon darauf. Bis dahin, bleibt motiviert und passt gut auf euch auf. Genau. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Macht's gut!